in den USA, sondern wir sind gerade in Kanada. Wir sind mitten in Toronto. Das ist total dumm, sich sowas zu mieten. Das ist total geil. Also was eine Skyline einfach dieser Park hat. Da ist aber auch noch ein Coaster. Ich werde hier wahnsinnig. Man sieht keine Holzachterbahn von hier. Und wieder, wie immer, erzähle ich euch natürlich maximalen Quatsch. Ist Blödsinn. Alles andere fährt übrigens gerade hier. Also außer die Sachen, die gar nicht fahren. Das ging aber so schnell. Auf einmal waren wir einfach da oben. Ich bin blöd, aber das war ein Trugschluss, dass Leute das gut finden. Jo, Manfred macht das Ding fertig. In 2 Wochen stehen wir hier. Welcome to the United States of America. Mahlzeit, herzlich willkommen beim Video Magazin, einem neuen Video unsererseits und einem neuen Tourvlog, eine neue Tourvlog-Serie und den ersten Teil, das erste Video. Und wir sind, wie man sieht, da. Wir sind in einer Travel Lodge, aber noch nicht in den USA, sondern wir sind gerade in Kanada. Wir sind mitten in Toronto und sind jetzt hier angereist. Ganz kurz abgeholt. Wir sind von zu Hause nach Amsterdam gefahren. Von Amsterdam ging es dann mit Air Transat in einem A321 Neo hier rüber. Natürlich Long Range, also ganz kleines Pipi-Flugzeug, was Langstrecke fliegt. Haben wir schon mal von gehört, jetzt haben wir es gemacht. Ist echt entspannt. Service war jetzt nicht so geil und Entertainment ist nicht so fett, aber ein entspannter Flug, obwohl der Bums voll war. Ja, und die Leute waren alle komplett PC, weil es wahrscheinlich so klein ist und man halt nicht anonym sich wie die auf Nose bemühen kann. Weiß ich nicht, aber es war echt entspannt. Ja, also würde ich noch mal machen, eher das machen, auch wenn, also dann weißt du, dass du dich selber ein bisschen vorbereitest für dein Entertainment und deine Verpflegung. Aber ansonsten nur weil du einen schönen Film hattest, kann ja Air Transat nichts dafür. Sobald irgendwas mit Französisch schon drin steht, muss es das eigentlich lassen, weil es Kunst wird. Ja, Travel Lodge kennt man. Wir haben 2 Queen-Size-Betten, die aussehen von der Größe wie ein King-Size-Bett eigentlich. Ob das King ist oder Queen? Ja, das weiß ich jetzt auch nicht. Und ja. 2 Queens. 2 Queen, sag ich doch. Fernseher, ein Sessel, der so groß ist wie unser Haus. Groß ist das Stichwort fürs Auto. Ich weiß nicht, das müssen wir auf jeden Fall. Das wird natürlich die ganze Tour wieder begleiten. Küche, Diele, Bad mit Terrasse haben wir. Da hat hier jemand drauf bestanden, dass wir nicht einfach also wir haben eine gebuchte Kategorie, davon war gar nichts mehr da, obwohl das klar war, dass wir den jetzt und zu dieser Uhrzeit abholen. Aber der Chevrolet Silverado war nochmal in der Werkstatt, weil der irgendwie mit Schäden zurückgekommen ist. Man hat von einem anderen Terminal ein Wunschfahrzeug geholt, und zwar ein F150, Ford F150, das ist unser Auto für diese Tour. Leider geht die Tour nur 2 Wochen, aber gut, so ist das manchmal. Wir fahren trotzdem genug, glaube ich. Ja, wir fahren trotzdem genug. Werdet ihr sehen, es wird total absurd. Genau, das einmal abgehakt, das stand jetzt und jetzt müssen wir noch was essen und dann gehen wir ins Bett und dann sehen wir uns gleich am nächsten Tag zum ersten Freizeitpark. Hä? Da ist unser Hotel, da ist unsere Pizza, unsere Uschi, unser Himmel. Und das gibt's auch noch alles dazu. So, das kennt man ja, ne? Aber Leute, denkst du so, boah krass, aber das ist so sehr viel Schmuckkuchen, das Brot und die Brötchen sind ultra reich, logisch. So Leute, es geht los und wir wollen euch mal ein bisschen kurz abholen. Küche, Diele, Bad mit Terrasse. Das ist unser Fahrzeug und ich habe es irgendwie fixiert bekommen. Ich weiß nicht, wie ich es wieder lösen kann. Nämlich die Rückbank kann man hochklappen und dann ist das hier.
wir haben ja sehr kleine Koffer, wirklich Hubschrauber, unnötig kleine Koffer. Die passen da beide rein. Wenn ihr mal so einen USA-Trip macht und genauso geisteskrank dumm seid wie wir und unbedingt Pickup haben wollt, denkt aber dran, die haben nie bei den Mietwagen einen Deckel. Das ist total dumm, sich sowas zu mieten. Das ist total geil. Und das müsst ihr auf jeden Fall beachten. Wenn ihr jetzt zum Beispiel, ihr könnt ja also hier passen 6 Leute rein. Wenn ihr mit 4 Leuten so eine Tour macht, ist das natürlich ideal, aber da würde ich dann wirklich eher zu so einem Dingens hier, wie heißen sie nicht alle, irgendwelche Lincolns oder keine Ahnung, weißt du, wie das schwarze Monster da. Da passen 100 Rapper rein, Alter, und du siehst immer noch cool aus. Genau, das schmeißen wir jetzt gleich mal hier rein. Da zeigen wir euch auch noch den Innenbereich und einmal noch erwähnt, vielleicht weil man es nicht so gut sieht. Also hier ist übrigens ein Fach, hier ist ein Fach, hier ist ein Fach und hier ist ein Fach mit einer Vertiefung nochmal. Das ist hier hinten mit zweimal USB, einmal Zigarettenanzünder. Das kann man schon noch raus. Das kann man auch noch Getränke reintun, natürlich. Das ist noch ein Sitz zum Umklappen, das haben wir noch nicht gemacht. Ja, Ford F. Und hier kannst du noch mal Zeug reinlegen. Das ist doch einfach nur dumm. Ich lieb's. Ich möchte es haben. So. F-150 gibt es auch als Raptor, das ist halt noch viel geringer. Was ist das bitte? Kleinen Moment. Die Drohne passt hier hinten wunderbar rein. Das ist nämlich jetzt auch komplett drin. Das ist dumm. Ja. Jetzt nicht die Pizza zerdrücken. Von meiner Klappe, ey. Ja, voll schwer. Hat ein Ofenrohr. Aber ne, Blattfedern, so fährt er sich auch. Ja, das stimmt. Blättfässers. So, Getränke kann man überall reintun. Überall kriegst Platz für Getränke. Du legst sie auf die Ladefläche. Auch geil, ne, dass einfach das Ofenrohr an der Seite so rauskommt. Das ist der Mietwagen, das ist nicht in schön. Diese Chromfelgen, ey. Auch das ist nicht schön. Nein. Meinst du, wenn wir die Rückenlehne, da ist so viel Platz dann nicht für die Drinks, und ein bisschen isolieren? Ach so, ja, die Dosen könnten da reinpassen, aber wir haben noch eine. Ah, meine, ne? Ja, die werde ich auch gleich trinken. Obwohl, ich kann auch die angebrochene Cola trinken. Ja, musst du wissen. Ja, ich trinke die angebrochene. Danke. Den Sitz zeigen wir dem ist auch noch umgeklappt und wir gucken jetzt mal hier gleich noch ins Auto. Hier sind übrigens die Griffe zum Wiederaussteigen. Das finde ich cool. Warum sollte man wieder aussteigen wollen aus so einem Auto? Das weiß ich nicht. Verstaust du noch deinen Rucksack? Wie bitte? Verstaust du deinen Rucksack oder was ja, machst du da? Ja, ich verstehe den Rucksack gerade unterm Koffer. Das ist Platz. Na gut. So, machen wir erstmal Freizeitpark, ja? Okay. Was beschwerst du dich? Ich sag, diese Tür, die ist so groß wie, ich habe ja einen Aigo, die ist so groß wie 2 von meinen Aigo-Türen. Ich habe ja einen 5-Türer. Nicht, dass man das bräuchte, aber meine Tür hinten ist so, glaube ich. So, ich komme. Also, es hat hier ja. Los, Tränker. Los, Tränker. Stimmt, super, so, man sitzt nicht so hoch im Vergleich zu dem, wie wir sonst sitzen. Wir sitzen sonst, glaube ich, sogar fast schon höher. Genau. Ja, es ist ein Ford-Lenkrad, das ist das Neue. Also das ist jetzt alles ziemlich ähnlich, wie man es kennt. Hier ist der Hebel für die Gangwahl, also für neutral, rückwärts, vorwärts. Kennt man ja. Blinker ist hier. Scheibenwischer ist auch hier. Das ist logisch. Und es gibt aber auch noch, eine Handbremse, es gibt Start-Stopp, kann man ausmachen, den Quatsch, hier die ganze Lichtquatsch. Ihr kennt das, also es ist ein normales Auto. Fernseher größer als unserer hier drin. Das stimmt nicht. Fahrmodi wählt man hier. Ich weiß nicht, also mit den Rädern würde ich jetzt nicht Offroad fahren.
Hat jemand schon mal die Kamera einfach angemacht? Man weiß es nicht. Ach ja, und es ist noch mit so einem Schlüssel. Und das Auto hat 2600 Kilometer runter. Telefon an. Und damit herzlich willkommen zum ersten Trip zu einem Freizeitpark. Wir fahren ins Canada's Wonderland. Wie überraschend. Hey. Von unserem Hotel, von der Travelodge aus sind es 17 Minuten, habe ich gerade gesehen. Ja, 12 Kilometer, 17 Minuten von hier aus. Ist die Frage, ob wir jetzt vorher noch mal zu einem Supermarkt fahren oder nicht. Aber das Zeug wird halt auch warm und ich sehe nicht, dass wir hier eine Kühlbox bekommen für so einen absurden Preis. Das ist zu knapp. Also ich finde, dann kann man lieber um 20 nach da ankommen. Ja, wir müssen nämlich auch. Kann ich jetzt hier die Kamera anmachen? Ach. Kannst du einfach anmachen. Mal gucken, bevor du den Rückwärtsgang reinmachst. Zum Beispiel. Ohne überhaupt zu wissen, wer ist da hinten in einer anderen Zeitzone. Ja, wenn du jetzt zum Beispiel das Gefühl hast, da hängt einer rum oder so. Sieht man das ja? Okay, man kann das sehen hier. Ja, aber wer hinten sitzt, den siehst du halt nicht, ne? Genau. Ja, wir fahren jetzt zum Canada's Wonderland, damit starten wir. Und heute Abend soll es eigentlich auch in die USA noch rübergehen. Dazu später dann auf jeden Fall mehr. Aber jetzt machen wir erstmal hier Canada's Wonderland. Haben uns Season Pässe gekauft. Season Pässe macht total Sinn, weil Canada's Wonderland gehört unter anderem zu der Cedar Fair Gruppe und zur Cedar Fair Gruppe, also die sind ja jetzt letztes Jahr fusioniert mit Six Flags. Six Flags Entertainment Corporation ist das jetzt komplett zusammen, Six Flags und Cedar Fair. Haben wir in ganz vielen Newsvideos auch darüber erzählt. Das sind so die zwei richtig großen Freizeitparkketten gewesen. Die sind jetzt eine und du kriegst einen Season Pass für alle Parks. Der hat jetzt aber auch stolze 200 noch was Euro gekostet. Stolze, weil ein Six Flags Season Pass hast du im Sale seinerzeit für $70 bekommen. Bevorzugtes Parken bei Six Flags kostet auch $70. Für $90 extra haben wir auch das Parken gekauft dazu. In allen Parks All Season. Kostet sonst Minimum $20, wenn nicht mehr pro Park und Parken. Also das haben wir auch ganz schnell wieder drin. Und wir gucken, ob wir jetzt gleich noch einen Season Cut bekommen. Dann erzählen wir euch dazu auch noch was. Aber also Season Pass für diese Gruppe lohnt sich auf jeden Fall. Vor allem auf diesem Trip. Wenn ihr jetzt zum Beispiel eine Florida-Reise macht und ihr habt so einen Ausreißer nach Georgia, dann lohnt sich für Six Flags Over Georgia kein Season Pass. Aber für mehrere Sachen, die wir jetzt machen, lohnt sich das auf jeden Fall. Den haben wir schon gekauft und den müssen wir jetzt noch umtauschen. Wir haben jetzt noch so ein Zettelchen und dann geht das los. Leute, wir sind da. Überraschenderweise, was eine Skyline einfach dieser Park hat. Und ja, wir starten jetzt hier, holen den Season Pass. Nochmal, nicht, dass das falsch rüberkommt. Das ist natürlich ultra günstig, der Season Pass, wenn man das macht, wie wir das machen. Und der geht auch voll klar, wenn du jetzt hier wohnst in Toronto und nur Canada's Wonderland machst. So. Ich verstehe nicht, warum jetzt eine halbe Stunde vor Parköffnung schon Leute in Leviathan sitzen. Aber wenn wir reinkommen sollten direkt, werden wir da auch hingehen, weil der Zug ist noch nicht mal voll besetzt.
Leviathan. Nee, jetzt bin ich gerade ein bisschen hyped. Es geht los. People, so. Guckt euch das Glitzerding an. Gibt es eigentlich nicht mehr. Man ist einfach nur noch digital hier am Start. Und sie hat den Papierzettel vorne gescannt und dabei soll dann eigentlich ein Foto gemacht werden, was digital immer hinterlegt ist. Auch das wurde nicht gemacht. Wir sind einfach so reingekommen. Also ja, gescannt, das war grün. Und jetzt haben wir aber ganz lieb im Guest-Service gefragt, ob wir so eine Karte haben können. Wir haben erst dann am Eingang gefragt, weil wir ja auch jetzt All Parks haben und das ist dann nicht so chillig. Und jetzt sind wir drin und orientieren uns erstmal. Und jetzt sind wir erstmal hier ein bisschen Achterbahn fahren, weil die Rollercoaster Database listet einfach mal 17 Achterbahnen in diesem Park. Und natürlich ein bisschen blöd, weil Videorunde wäre heute auch ein Traum. Aber ich möchte erstmal was fahren, bevor ich was filme. Wir sind Leviathan gefahren, Digga, letzte Reihe, was eine geile Kiste, hat richtig Bock gemacht. B&M Hypercoaster, hoch wie nichts Gutes, schnell wie nichts Gutes, lang wie nichts Gutes, richtig, richtig stark. Es ist relativ kühl heute, so 15 Grad hatten wir eben, die haben auch die Heater in der Station an. Ich liebe diese Operation einfach. 1 Minute Dispatch für 32 Personen mit Gurt, der noch vorher angelegt werden muss, und aussteigen, einsteigen. Das ist 1 Minute Dispatch-Zeit, das ist der Wahnsinn. Haben natürlich dementsprechend Operator, die dementsprechend Bock haben, aber das ist ein Durchsatz. Richtig, richtig gut. Und wir haben jetzt keine 5 Minuten gewartet. Wir sind aber auch jetzt was früher drin. Haben wir nicht, stand auch nirgendwo bei. Mit dem Season Pass kannst du hier nämlich früher rein. Jetzt kommen nämlich die... Ja, jetzt kommen die Normalos. Jetzt haben wir Punkt 10. Punkt 10. Krass, jetzt kommt der Rest hier reingestürmt. Da haben wir jetzt aber Glück gehabt. Dann sage ich mal, gehen wir irgendwie in die Richtung Boomerang oder Woody. Ja, aber eine Zeit. Ja. Auch noch, aber weiß ich nicht, wie viele da reinrennen. Aber ich denke, die meisten gehen jetzt in die Reihe. Ja, aber wir haben jetzt hier vielleicht dann nochmal den kleinen... Willst du ein Foto noch machen? Ich feiere gerade. Ja, jetzt fertig. So, Wildy Beast ist die Holzachterbahn, wo wir jetzt sag mal reinsteppern, weil es halt hier ums Eck ist. Ja, das willst du aber auch nicht voll stehen, oder? Ja. Und hier neben direkt der Vekoma Boomerang. Was hat der denn da für komische Kästen an der Schiene, diese gelben? Also zum einen haben sie da das Seil dran gemacht, wenn sie da hochklettern, aber das andere ist keine Ahnung. Ja, Oldschool Holzachterbahn, PDC-Züge. This train will be leaving in less than a minute. Please, seatbelt. Fasten with the right horn, seatbelt. People are mandatory walking. Seatbelt. Junge, ich geh kaputt. Was war das für ein Höllenritt? Das ist unfassbar schade, dass wir euch hier keine On-Rides mitbringen können. Das glaubt mir ja auch keiner, bis du es gefahren bist. Das kann natürlich auch eine Taktik sein. Die Leute erzählen die schlimmsten Geschichten, damit alle hier hinkommen. Boah, ich habe auf jeden Fall 3 Schädel-Hirntrauma auf einmal erlitten.
Na gut. Aber wir müssen uns ja auch wieder in den letzten Wagen setzen. Walk on bei Wildebeest. Jetzt die Frage, machen wir den ollen Arrow Looper oder gehen wir einfach weiter in die Richtung? Ja, wir gehen weiter in die Richtung, würde ich sagen. Dann kommen wir hierhin zurück. Ja, der wird bestimmt nicht frequentiert. Nee, genau das. Aber dann können wir vielleicht noch ein bisschen Vorsprung ausbauen. Eieieiei. Ja, das war jetzt aber auch ein Ritt, du. Eieiei, Holzachterbahn, wie sie im Buche steht, wenn man das in Amerika schreibt. Vekoma Bumerang haben wir jetzt hier. Ist das Vekoma? Ich sag, das ist Vekoma. Arrow? Das kann auch Arrow sein. Dahinter steht noch eine wilde Maus. Ach komm, ey, das ist auch jetzt ein Abarbeiten. Das gehört halt auch bei 17 Bahnen dazu, dass du halt viel Schrott hast. Aber auch hier sieht es überschaubar aus, deswegen nehmen wir das auch direkt mal mit. Also man hat, glaube ich, gerade auch gesehen, wie sie alle reingerannt sind, dass es hier so einen Favorite Coaster gibt. Alter, die haben hier, das wusste ich schon vom Hören, Sagen und von Bildern und was man so weiß, so viel Flat Rides, das ist so crazy. Das, ja. Also Kenner das Wonderland ist so der wahr gewordene Rollercoaster Tycoon-Traum. Jetzt geht's aber so zu The Bat. Was ich noch vergessen habe bei der Holzachterbahn, die sind gerade mit 2 Zügen gefahren und mit einer Cedar Fair-haltigen Operation. Die sind gerannt, wirklich gerannt. Die hat die auch durch die Station gescheucht. Hat 2 Operator. Ich weiß nicht, ob das zum Training ist oder ob es denen egal ist, dass immer so operated wird. Die sind wie die Gestörten gerannt und sie hat dann den Countdown runtergezogen. Das war auch keine Sekunde, das war einfach nur mal, wie schnell kann ich von 10 auf 0 runterzählen, wie sie das gemacht hat. Und trotzdem waren die Jungs noch in Time. Genauso wie halt Leviathan eben 1 Minute Operation für 32 Leute. Die Aufnahme leider ein bisschen Delay. Wir waren mit unserem Zug 8 Sekunden früher fertig. Genau. Jetzt stehen wir hier beim Boomerang. Und vielleicht ist das jetzt auch irgendwie so die Monthly Challenge oder so, die noch absahen wollen, weißt du? Ja, kann auch sein. Weil die machen ja so Challenges manchmal. Genau, es gibt so schnellste Crew und sauberste Station und so. Das machen die hier als Wettbewerb untereinander. Ist ziemlich smart, damit du die Leute mal zum Arbeiten bringst.
nachher auch, dass die Thematisierung nach der Station oder nach der Fahrt aufhört. Jo. So, bevor wir über diese Baustelle hier sprechen, wir sind den Boomerang gefahren. Ja, brauchen wir glaube ich nichts zu sagen. Dann ging es jetzt hier rüber zu Thunder Run, heißt das so? Ja. Mack Rides Powered Coaster. Und ja, ein bisschen rumpelig. Die erste Wartezeit des Tages wird 20 Minuten und der Ausgang ist ziemlich oll. Die Fahrt ist jetzt auch nicht so erquickend. Es ist halt fast dunkel mit ein paar Löchern, die Licht spenden. Ja, das sind auch so Viecher, ne? Ja, irgendwas macht da Geräusche. Ja, man konnte das ganz Fledermäuse. Ja, ein paar Blinkelampen und so ein ollen Lichttunnel. Aber also sieht erstmal grundsätzlich toll aus. Alpen Fury wird ja noch hier gebaut. Premier Rides Coaster. Super viele Rekorde bricht. Der fährt auch durch den ganzen Park. Da hinten fährt er. Hier ist die Station. Haben wir in den News schon öfter darüber gesprochen. Sieht jetzt nicht aus, als ob das Ding in 2 Wochen fertig wird. Sonst wären wir nämlich noch mal reingesteppert. So, dieser Berg beheimatet aber nicht nur den Mack Rides Powered Coaster, sondern von Art Engineering auch so einen interaktiven Dark Ride Roller Coaster. Und den wollen wir dann jetzt einfach als nächstes machen. Bevor wir in die Ecke rennen, rennen wir erstmal in die Ecke, wo noch ein paar große Achterbahnen stehen. Wenn wir jetzt hier schon durchdrehen, dann richtig. Das sieht auch sehr geil aus. Das braucht es nicht, aber dann verstehe ich, also es wird wahrscheinlich nicht gegangen sein, dass man die Achterbahn mal so da drüber fahren lässt. Das wäre natürlich sehr episch gewesen. Genau, dann haben wir das. Wenn wir irgendwo ein Klo sehen, bräuchte ich das auch noch mal. Das ganze Wasser vom Fliegen aus dem Bein will mich raus heute. Und wir machen jetzt auf die andere Parkseite. Also wir kommen jetzt, diese 20 Minuten, die schmeißen uns gefühlt voll weit zurück. Aber jetzt, wir haben jetzt, der Park hat jetzt 1 Stunde, also 50 Minuten lang normal auf. Wir sind 55 Minuten hier drin und haben 4 Achterbahnen. Das ist okay. Ja. Aber es kommen auch noch mehr Leute. Es ist auch Sonntag. Also Wonder Mountains Guardian ist hier diese Artkiste. Da sind Restrooms und hier ist der Eingang. Ich gehe erst auf Klo. Ich weiß nicht, wie lange das ist. Ich stelle mich jetzt nicht jeder vorher an. Und dann geht es da rein. Und wie ihr seht, ist Alpen Fury auch hier. Überall ist diese Bahn jetzt inzwischen. Und dahinter ist aber auch noch ein Coaster. Ich werde hier wahnsinnig. Wir stehen immer noch bei Wonder Mountains Guardian an. Über 20 Minuten schon. Hatten scheinbar gerade auch einen Breakdown. Und genießen das in einer viel zu kalten, überschaubar schönen Warteschlange und Stationen. Aber es ist ein bisschen crazy. Die haben hier so ein Hängesystem, was hier rumfährt, was scheinbar fürs Gepäck ist. Und du gibst es auf der einen Seite an und dann fährt es einmal rum und kommt wieder auf der anderen Seite runter. Wenn du aussteigst, nimmst du es mit. Und es läuft auch auf dem Fernseher so ein Trivia-Quiz und da haben wir jetzt natürlich schon gelernt, dass es 5 Wagen oder 5 Züge gibt und ein Zug befördert 8 Personen. Wir haben hier eine Achterbahn übrigens, das hole ich dann, ich muss ja die Zeit ein bisschen rumkriegen, wo ich hier rumstehe. Von Art Engineering ein Interactive Coaster, 305 Meter lang und auch die 333 Meter Track, die insgesamt gefertigt wurden, ist eine Frage gewesen, aber ihr müsst ja auch selber ein bisschen quissen, wenn ihr hier hinkommt. Und es gibt einen Achterbahnzug, der sich drehen kann und der hat vorne eine Knifte dran. Mehr gleich, wenn wir vielleicht hoffentlich mal gefahren sind, es rollen auf jeden Fall leere Züge durch. Vielleicht geht es dann gleich mal irgendwie eventuell hoffentlich weiter. Ansage gab es keine, dass wir gerade irgendwie ein Problem haben. Schön ist auf jeden Fall anders. Wir gehen erstmal raus hier. Nee, wir müssen das noch mitnehmen, wie shitty das hier aussieht, ey Leute. So, das ist immer noch der Ausgang. Wir sind nicht Backstage, aber es wird noch hübscher. Pass auf, der Hintergrund, der verändert sich in eine noch bessere Optik. Oh, schön, oder? Wow. Also, ja, Coaster solide. Sitze, Bügel von Art, finde ich mega gut. Sicher, bequem, großzügig, whatever. Gameplay, ich denke mal, das kommt auch mal wieder von Tryotech. Vor allem die Kniften und das ja, Gameplay selbst, was du da auf den Screens hast. Weil es ja interactive, habe ich schon gesagt. Ja, das ist ja voll der Murks.
Fährst du einmal hier raus, den Lift hoch, eine Kurve, dann fährst du rein. Was sagst du? Voll sinnlos. Ja, Ich unterstütze das nur. du unterbrichst aber wieder. Ich dreh durch hier. Du fährst echt nur diese eine Kurve, die noch nicht mal so kurvig ist. Dann fährst du rein und dann gibt es halt den Dark Ride Part quasi an Leinwänden vorbei. Das ist der Moment, wo sich die Gondeln drehen. Und dann ist halt dieses eher nicht so geile Gameplay. Boah, wie gut riecht das denn bitte hier? Und dann gibt es noch eine Überraschung. Euch verrate ich natürlich jetzt im Video, wo ich dir bis vorher nicht verraten. Da wurde im Streck wieder gequietscht. Es gibt nämlich einen Drop-Track. Du ballerst dann auf den Endgegner und dann geht es nach unten und dann ist die Fahrt vorbei. Also da muss man schon, weil wenn man so einen Ride macht, das lebt von Gestaltung, Story, Musik, Sound, Effekten. Das fehlt komplett. Alter, ey, Skyhawk ist hier so ein Gerstlauer. Skyfly? Nee, Skyroller? ja, Skyroller eher. So. Wir sind jetzt wieder ganz woanders. Wir haben das uns anders kurzzeitig gedacht, aber wir haben jetzt wieder umgeswitcht. Wir haben jetzt hier noch Yukon Striker, so einen ganz kleinen B&M Dive Code. Ne? Wer Krake im Heidepark kennt, weiß, dass das ein bisschen größer ist, dass selbst die Blockbremse auf dem Weg ein bisschen höher ist. Hier quer durch schlängelt sich dann auch noch ein Vekoma Suspended Coaster, wo man noch in so einer Schüssel quasi drin sitzt. Wo wird das schon? Ach so, hier oben. Weiß nicht, aber ich glaube immer noch nicht, dass Yukon Striker aufhat. Die App sagt ja. Warte, da bewegt sich was? Bewegt sich da was? Nee. Ah, das ist ein Service Car. Nicht gut, ja. Ein Service Car fährt den Lift hoch. Das ist nicht gut. Das ist ja toll. Geht. Dass es sowas gibt, meine ich. Ja. Finde ich ja super. Ja, wenn jetzt jemand die Treppe da hochschickst, der kommt ja heute nicht mehr an. Okay, aber der fährt nicht zum Evakuieren hoch. Das ist auch okay. Ja gut, dann fällt der jetzt erstmal flach. Das ist eine super App. Ja, Download die App, ist all digital hier. Ja, echt. Bringt viel. ja. Man sieht auf jeden Fall, dass es ein Cedar-Fair-Park ist, also mit dem Wind Rider hier. Und dann gibt es natürlich noch mal einen Slingshot, der abcharged ist. Was kostet das hier? Ist die Frage. Yukon Striker ist da lang, da brauchen wir nicht hin. Nee. Behemoth ist die gelbe, das ist da lang. Wer? Behemoth. Behämmert. Gut, wir gehen zu Behemoth. Das ist man, glaube ich, auch in Canada's Wonderland, denn das ist ein B&M Hypercoaster. Wer sich jetzt fragt, hä, war jetzt gerade am Anfang nicht schon ein B&M Hypercoaster? Richtig, die haben einfach nochmal einen neuen und größeren gekauft. Das ist so geil, das endlich mal live zu sehen. Hus Park Attractions haben Sledgehammer hier in Canada's Wonderland hingestellt. Das Ding sieht aus wie ein Fiebertraum aus Rollercoaster Tycoon, aber es gibt es wirklich. Ich habe noch nie eine lieblosere Rekommandage bei einer Attraktion gehört als das. Aber es hat sich jemand vorher Gedanken gemacht, was lustig kommt, was funktioniert. Witzig, ey. Richtig geil. Was nicht heißt, dass ich da unbedingt einsteigen muss. Weil die Leute haben Bock. So, wir fahren mal wieder Achterbahn. Da unten war noch eine, ach ja, Backward Stunt Coaster war das gerade unten. Überall ploppt hier eine Achterbahn auf. Kein Wunder, bei 17 Achterbahnen. Vekoma SLC schieben wir noch so ein bisschen nach hinten. Ja, und Yukon Strike, da oben ist das kleine weiße Häuschen angekommen. Naja, schauen wir mal. Ja, hier sieht es auch wieder nach einer Queue aus. Wir haben gerade 35 Minuten gewartet. Mal gucken, was wir jetzt bei Behemoth stehen. 25 sind angeschlagen.
left of the lap, please then exit. Thank you for riding on board and enjoy your day at Waterland Ride. Put the seatbelt first, then put down the lap bar. Seatbelt first, lap bar second. And operator is coming to physically check your seatbelt and lap inside here. Sit back, relax. And all clear. You can enjoy the ride. So, hier bei Bekloppt Crew of the Year 2012 und 2017, das, was wir eben schon mal erwähnt hatten. So, wir müssen jetzt erstmal hier die Station räumen, weil auch hier wird operated, gib ihn. Und dann, ja, die Fahrt mit dem Hypercoaster. Sehr vibrierend. Das war jetzt nicht so schön. Das alles. Und ansonsten, hier der Zug. Das Geile ist hier, das ist zwar ein Hypercoaster wie die anderen, aber wenn ihr Shambhala zum Beispiel kennt aus PortAventura, mit diesem versetzten Sitzen, das bedeutet, es gibt zweimal erste Reihe und wir sind in Reihe 2 gekommen, weil für erste Reihe queuen die Leute sich ja nochmal extra. Und dementsprechend sind wir quasi gerade erste Reihe gefahren für Arme. Wir haben Angst, dass der Woody zu ist, das werden wir vielleicht gleich sehen. Ey, Alter, dieses Sledgehammer von Hus, das eskaliert die ganze Zeit voll. Stand übrigens auch, dass der Woody weniger als 15 Minuten Wartezeit hat. Also müsste ja wahrscheinlich zu sein. Nun gut. Erstmal den Shop. Ja, aber man kann am Shop auch vorbei, das ist witzig. Aber hier gibt es auch die On-Ride-Floors, wir gehen mal gucken. Nano-Coaster gibt es auch bei uns. Ach so. Behämmert. Behämmert war die Fahrt. So, weiter geht's. Ja, aber coole Bahn, ne? Aber nach Leviathan schwierig. So, ich glaube, hier ist Backlot Stunt Coaster. Jetzt die Frage, machen wir es einfach? Oder kriegen wir mit, ob der Woody fährt oder nicht, weil der steht daneben? Ja, da stehen wir bestimmt lang genug. Ja, die angeschlagenen 25 Minuten, wir haben 27 gewartet jetzt gerade. Das ist aufgegangen, Fischi. Oh Gott. Und Fake-Krokodil. Installation. Wir haben jetzt gerade noch mal geguckt. Yukon Striker hat jetzt nur noch 15 Minuten Wartezeit. Ich sehe von hier oben Leute arbeiten. Die Bahn ist zu. Hey, in 15 Minuten macht das aber auf, dann kannst du gehen. Ja, das kann auch sein. Wir stehen jetzt beim Backlot Stunt Coaster an. Da habe ich mal ein extra Video zu gemacht. Das verlinke ich euch gerne natürlich, wenn ich dann denke, das finde. Da denken tue ich, ob ich es finde, ist manchmal die andere Frage. Oder ob ich es mir aufschreibe, an welcher Stelle der Timecode kommt. Und das ist eine Achterbahn, das ist eine Story Coaster. Also die Bahn erzählt eine Geschichte, die man erlebt und durchfährt. Und man startet hier raus, fährt in ein Parkhaus hoch, deswegen spiralisiert man da so hoch. Das ist ein Elim gelaunchter Coaster von der Firma Premier Rides. Und das Parkhaus ist auch da hinten und es kommt zu einer Verfolgungsjagd. Und wir springen oben aus dem Parkhaus raus und haben dann flüchten. Wir kommen dann irgendwann in die Bedrohung, dass wir gestellt werden. Es gibt Hubschrauber, Streifenwagen und wir sind eigentlich kommen wir nicht mehr weiter, aber dann beschleunigen wir nochmal. Der Zug wird ein weiteres Mal abgeschossen und wir flüchten durch die U-Bahn und kommen dann hier durchs Billboard aus der U-Bahn wieder raus. Also eigentlich, ja, das ist ein Billboard von der Rückseite, was so nicht gut zu erkennen ist. Genau, das ist so die Geschichte, die erzählt wird und die erlebt wird bei Backlot Stunt Coaster. Und das machen wir jetzt, haben wir Bock drauf. Der Woody hier nebenan fährt auf jeden Fall auch nicht. Und wenn der fährt, dann fährt nur alle halbe Stunde ein Zug. Das wäre auch doof. Ich weiß nicht, ob es der Ghoster Coaster ist oder ob es der andere ist. Es gibt ja noch zwei Woodies hier. Ja. Jetzt gut, ich werde wieder an. Wir sind doch schon zwei gefahren. Also wir sind doch schon einen gefahren. Ja. Und noch, von 3. noch zwei? Ja, hast du das drauf, ne? Oben, guck mal oben. Oben, da habe ich doch irgendwas gesehen. Nein. Da Mighty Canadian Mindbuster. Das ist ein Woody. Nee, aber das hier ist, glaube ich, der Ghoster Coaster, der hier steht. Toll. Steht hier auch 30 Minuten Wartezeit. Der Ghoster Coaster, hier die Bahn. Besser aufmacht. Gefahren. Ja, Effekte ist etwas von sowas lebt so eine Bahn und die gibt es halt fast gar nicht mehr. Und sonst solide. Wenn das stimmt, was der Operator gerade gesagt hat, bevor es losging, ist das der schnellste Launch Coaster in Kanada.
Bis jetzt. Alpen Fury wird, glaube ich, ein bisschen schneller. Und dann mehr. Ja, aber nee, dieser Intermin Zamperla Umbau Gedöns da im Playland, ist das nicht schneller? Ich weiß es nicht. Da müssen wir auf jeden Fall nochmal gucken, ob das stimmt. Ich glaube kein Wort den Operatoren. Ich fand's doof. Na, es war nicht doof, aber wie du sagst, es lebt halt von den Effekten. So war es jetzt irgendwie sinnlos. Ja. Ich rede mir das ein bisschen selber schön, weil ich die Story kenne und so. Und deswegen. Es hat gerade angefangen zu regnen ein bisschen, aber das war auch gleich ein halber Schauer. Das ist schon wieder ein blaues Loch. Ich habe auf jeden Fall einen nassen Hintern. Den habe ich mir trotzdem jetzt erarbeitet. So, dann haben wir diese Bahn auch. Ja, der Ghoster Coaster. So wie Eurocon Strike sieht gerade schlecht aus. Müssen wir jetzt mal gucken, wo wir es hinmachen. Vortex. Flight Deck fehlt ja auch noch da, der olle SLC. Ich will nicht einen riesen Bogen drum machen. Wir gehen noch erstmal was anderes gucken. Wir können erstmal gucken. Ich finde erstmal lieber Snoopy als. Okay. War jetzt auch ein aktueller Kommentar bei irgendwas, was ich zu. Die sind echt auch immer am Arbeiten an der Liftkette, an dem Motor. Irgendwas hatte ich gemacht zu. Es gab ein Real Short zu Voltron und ja, ich mag die Bahn. Es muss ja nicht immer nur ein Family Coaster sein. Jetzt ist das so. Das ist so. Ja, sonst muss ja nicht immer über Kopf gehen. Oh, die Graugänse haben Babys. Sind schon ziemlich groß, aber immer noch niedlich. Es ist doch der Mighty Canadian Mindbuster, der hier zu ist, und Yukon Strike ja definitiv auch. Alter, diese Schiene, wie groß die ist, ne? Das ist ja unfassbar, wenn man das jetzt mal hier, die Station, alter Schwede, ey. Oh. Das ist crazy. Also daran arbeiten sie auf jeden Fall. Hieran weiß ich nicht. Das sieht nicht so aus. Das wäre schade, weil der hat komplett, oder auf jeden Fall sehr viel, aber es ist ja sogar auf dem Lift. Man sieht keine Holzachterbahn von hier, wegen 3 Bäumen davor. Aber wenn der Lift das auch hat, der hat komplett den Titan Track von GCI. Das ist das Retracking, also das Austauschen der Strecke von GCI. Ihr kennt das ja von AMC, wo dann entweder verrückte Achterbahn draus gemacht werden oder auch einfach nur die Holzschiene komplett ersetzt wird. Und GCI bietet das auch an. Hat man partiell auch im Efteling gemacht in den Niederlanden. Und hier der ganze Coaster, das fände ich jetzt mal super interessant, wie sich das fahren würde. Aber gut, das passiert erstmal nicht, so wie auch erstmal kein Dive Coaster gefahren. Wo sind noch die ganzen Züge? Da ist ja kein einziger irgendwie in der Station oder so. Das Ding ist heute noch nicht, wie ich das gesagt habe, der ist heute noch nicht gefahren. Ich glaube, der pendelt gerade aus. Wir kommen nämlich jetzt gerade noch zu einer Neuheit. Und zwar von Mondial gibt es ja so ein riesiges neues Rundfahrgeschäft, so Flatride, den sie auf der Messe als 3D-Modell die ganze Zeit haben. Haben auch in den News schon gezeigt, steht jetzt hier, schwingt auch gefühlt über den Track und durch den Track. Also da hat auf jeden Fall einer gut gemessen. Hoffentlich. Also das wird ja schon mal funktionieren. Meintest du diese Vögel heute? Ja. Die sehen echt cool aus. Süß, ne? Gut, da warten wir mal, dass der gleich noch mal eine Runde dreht vielleicht. Und dann einmal hier den Vekoma kurz filmen, wenn er hier lang fliegt. Arrow. Arrow. Ist es auch Arrow? Wer weiß, was der näher schaut. Dieser Berg, ne, wo sie jetzt da die ganzen Achterbahnen, das ist übrigens die dritte Achterbahn, die zu diesem Berg gehört, wo ja der Mack Powered Coaster, der Art Interactive Coaster ist und der andere, der jetzt hier lang saust.
Jetzt geht's nochmal los mit dem Regen. Den Tundra Twister. Gerade mal angeguckt, dieses Mondial-Ding. Das sieht schon crazy aus. Das ist sehr leise. Zieht direkt, also es pendelt einmal zurück und dann zieht er aber auch direkt durch. Ich glaube, Ride Cycle würde ich da trotzdem mal ein bisschen intensiver und länger machen. Also war jetzt für so ein Riesen-Moped ziemlich wenig Gequietsche auch vor den Leuten. Und jetzt gerade, weil wir dran vorbeilaufen, sehe ich, Alter, der hat einen klassischen Looping, der Dive Coaster. Das ist eine Seltenheit. Ja, jetzt stehen wir ziemlich blöd. Hier werden trotzdem nass. Ja, wir gehen weiter. Wir gehen weiter. Voll das coole, hübsche Flugkarussell mit Kanus und Siedlern in Holzfällerhemden. Ja, es gibt, glaube ich, sehr viele Klischeebilder zu Kanada. Also dafür geht's aber. Das ist überall hier im Park, ne? So, jetzt kommen wir in einen Kids-Bereich. Ob wir den INF Miler fahren dürfen, wissen wir noch nicht. Mal gucken, wie da die Voraussetzungen sind, ob man wieder ein Kind dabei haben müssen. Wir sind ja bei Cedar Fair. Next Stop Silver Streak ist eine ziemlich blaue Achterbahn, aber mit einem Siemens-Zug als im Logo. Vekoma Suspended Family Coaster, alte Generation. Schauen wir mal, ob das funktioniert, weil die Bügel ja immer ein bisschen komisch sind. Aber hier sind nochmal ganz andere Bügel da drin verbaut. Habt ihr ja in den Australien-Vlogs gesehen. Und ja, schauen wir mal, was das wird jetzt hier. Er pisselt noch ein bisschen. Scheinbar ist auch ein Interstate hier hinterm Busch. Aber auch ein reißender Fluss war da gerade eben. So, wir sind jetzt Blue Streak, nee, doch, Silver Streak. Siehst du? Blue Streak gibt es auch, ja, aber nicht hier. Blue Streak ist in ein paar Tagen. Wer weiß, wo Blue Streak steht, weiß, wo wir hinfahren könnten. Ja, gar nicht schön. Also ich fand die Effektschiene, die war super, die nach links und rechts gefahren ist. Welche inklusive? Ja, das war ja eine 10-fach S-Curve, so schnell hintereinander, dass... Boah! Da. Super gefahren. Ja, klingt auch wie ein Sack Schrauben. Ich glaube, wir müssen hier links rum, oder? Das Kinderghetto wieder verlassen. Ja, ist blau jetzt. Also Schiene ist blau, Haken ist blau. Schnell weitergehen. Also das war ja gar nichts. Nee. Also wirklich nicht. Das Kinderghetto hier ist halt Kinderghetto-mäßig. Aber okay. Ich weiß, irgendwo hier verstecken sich noch mehr Achterbahnen. Können die mal größer bauen? Also da ist irgendwas Hölzernes noch. Irgendwo ist aber auch noch Snoopy hier. Und der müsste eigentlich hier in der Area irgendwo sich befinden. Aber man kennt das ja, Themenbereiche und sowas. Es ist nicht so wichtig am Ende. In Rieckheim. Guck mal. Mit Schirm da drüber. Oh. Aber der Kaktus. Ja. Oder Guacamole. Oh. Komm. Gibt kein Squishman. Hey, hier. Achterbahn, geht doch. Also vielleicht auch nicht. Mal gucken, was sie sagen. Hier ist der Eingang zu, wie heißt das Ding eigentlich? Taxi Jam. Taxi Jam. Gibt es irgendwelche Stimmungen, Longline Jumping? Welcome to Taxi Jam 1 running. Please maintain your safety for So, Taxi Jam erfolgreich abgeschlossen. Wir sind jetzt so ein bisschen nass.
weil es ist nochmal richtig was runtergekommen und dann sind alle gerade aus der Queue einfach durch den Ausgang reingelaufen, weil da ein Dach war. Wir waren ein kleines eingeschworenes Trüppchen, weil es ist keiner mehr von A nach B gelaufen, weil halt richtig was runtergekommen ist. Und ja, dann haben wir jetzt alle da. Es fisselt jetzt wieder ein bisschen, aber man hat gerade eben gesehen, auf einmal rennen die Leute wieder über die Wege. Es scheint wieder begehbar zu sein. So, jetzt sind wir schon mal hinterm Bumerang. Da ist Boo Blasters. Das ist der Dark Ride. Auf die Wartezeitenanzeige brauchen wir eh nichts geben, aber das machen wir jetzt auch nicht, weil es regnet. Dann gehen wir nicht in den Dark Ride. Da ist doch der Ghoster Coaster. Ach, der ist auch Peanuts thematisiert. Wusste ich auch nicht. Gut. Dann gehen wir mal zum Ghoster Toaster. Ne, Coaster Toaster. Mein Gott! Ja, das kommt davon. Kriegt doch mal einen vernünftigen Namen aus, Grumpy, ey. Wie cool ist das denn mit dem Häuschen, wo man jetzt durchläuft? Ach, so ein kleiner Woody ist das. Ah. Schön. Oh, Leute. Da hast du den Vorteil, dass so ein alter Woody die Schlussbremse überdacht hat, ne? Aber das Ding ist im Zweizugbetrieb und fährt natürlich nicht voll. Okay. Geradezu ist die Station. So Leute, wir wurden gerade in die Station zitiert. Wir sollten uns da mal ein bisschen bewegen und die Bahn jetzt direkt zu fahren. Wenn wollen sie da auch ein paar Leute in den Zug packen. Coole Fahrt, es ist so ein kleiner PTC-Zug. Ich glaube Woodstock Express oder so heißt das in den anderen Cedar Fair Parks, dann mit blau gestrichenem Holz. Fuhr sich echt gut, super schnell und rasant, ne? Geile kleine Holzachterbahn, ein Holzachterbähnchen sozusagen. Und ja, die erste Kurve, die gefahren wird, führt auch am Fridolin vorbei. Guck mal jetzt, Peru. Das Ding reicht, also letzter Wagen, da wird es natürlich später runtergerissen. So, seit letztem Jahr, glaube ich, oder vorletztem Jahr, gibt es hier in Canada's Wonderland einen Snoopy's Woodstock Express Coaster, der keine Holzachterbahn ist. Und zwar ein Art Engineering Family Launch Coaster, wie Fridolin, verrückter Zauber, Lehrling, Trank Express, weiß ich nicht, im Phantasianer Erlebnispark Straßwaldchen. Was? Fridolins verrückter Zauberexpress. Habe ich genau so gesagt. Ja. So, das haben sie hier auch. Und dann wird das natürlich jetzt auch gefahren. Also so oder so, da sieht man schon Schiene. Müssen wir, glaube ich, einmal rum. Wir sind ja jetzt erst im Planet Snoopy. Offiziell. Die haben 2 Kinderghettos. Das ist ja verrückt. Lucy's Tugboat. Aber das Karussell, sie sehen auch schon wieder sweet aus, die Sachen. Ne? Also es ist schon immer ganz süß gemacht. Auch wenn das also Canada's Wonderland ist, glaube ich, wirklich so die krasseste und beste Mischung aus allem. So Thrill Coaster, Family Coaster und Kinderbereiche. Das haben die anderen nicht so gut drauf. Oder die Erinnerung ist so nebulös und das ist vielleicht doch so. Das werden wir natürlich jetzt nochmal auschecken.
Das sieht ja auch verrückt aus, wenn man jetzt andersrum hier rankommt. Ja, stimmt. Wenn man die andere Bahn halt sehr gut kennt, ne? Und wieder, wie immer, erzähle ich euch natürlich maximalen Quatsch. Es ist Snoopy's Racing Railway. Ich wusste, das ist ein anderer Zungenbrecher für mich. Ja, wir übertreiben in Deutschland immer, wenn wir irgendwas bauen, aber sowas gibt es bei uns halt eigentlich nicht. Das ist auch, jetzt hier fehlt dieser Wasserfall und so. Das ist ein bisschen ulkig gerade, das so anders zu sehen. Aber hier hat man auch ein paar coole Stellen mit ein bisschen Thematisierung. Ne? Also die Durchfahrt finde ich ein bisschen schwach, die Fireworks-Dingens. Der Saloon ist, glaube ich, ganz cool. Aber wir sind immer noch in Bereichen, wir sind im Amusement Park, wir sind nicht in einem Theme Park. Ne? Von hier aus über den, nee, wo die könnte man sehen, wenn nicht so viel Grünzeug hier wäre. Ja. Snoopy, get out of here! Wir müssen noch einen kleinen Nachtrag euch bringen zum Coaster. Mein Gott. Duschik hat mich nochmal uns daran erinnert. Und zwar waren da Kids, die da nicht mitfahren wollten und dann wollten sie raus. Und das war aber von den zwei Kindern der links sitzende und man muss nach rechts raus. Und das hat er dann nicht so hingekriegt und wollte dann zwischen den Wagen durch einfach über die Achse klettern. Oh, da hast du mal zwei Operator da am Limit gesehen. Aber richtig, ey. So, Snoopy's Runaway Railway gefahren. Sehr cool. Unterschied ist auf jeden Fall jetzt nicht nur Gestaltung und Setting, sondern auch, dass man hier direkt rausgeschossen wird und nicht erst rückwärts fährt und dann durchgeschossen wird. Und ansonsten, ja, es gibt auch so ein bisschen wie eine kleine Pre-Show, dass da oben so ein Kästchen aufgeht und man die Woodstocks da sieht, um die es irgendwie auch geht. Coole Fahrt, coole Bahn, ey, haben wir ja Fridolin rauf und runter gebetet schon. Der A-Zug mit den Bügeln, richtig geil, mega. Ja, keine Gurte. Also die beiden Artbahnen sind übrigens die beiden einzigen Achterbahnen hier im ganzen Park, die wir bis jetzt gefunden haben, die keine Gurte haben. So, jetzt müssen wir uns mal orientieren. Also wir haben auf jeden Fall noch einige Achterbahnen auf dem Zettel, aber wo ist was? Also wir wissen ungefähr, wo die wilde Maus ist. Die brauchen wir noch. Ja, Fly. Wir wissen, wo dann der Dragon Fury ist, das Arrow Looper Ding da. Da weiß ich nicht, wo die Station ist. Ich habe das Ding nur den ganzen Tag schon gesehen. Ja, ich glaube, das ist da. Muss da in der Ecke sein. Muss da bei Leviathan sein. Ja, auf dem großen einen Platz ist ja noch der Arrow Looper. Und da müssen wir noch mal gucken, was wir noch nicht haben. Ja, also Boo Blaster ist immer noch voll. Oder was auch immer das darstellen soll. Gibt natürlich wieder mal keine Wartezeit. Aber es regnet, also wird es auf jeden Fall zu voll sein, um das jetzt zu machen. Ach, das ist eine Mischung aus süß und hemdsärmlich. Die Schwanentretboote hier. Und der Pavillon. Gibt es etwa zu wenig Unterstellmöglichkeiten? Ja gut. Aber von hier aus sieht der Boomerang ganz nett aus. Aber ein Boomerang ist nicht nett. Gut, wir suchen mal guck mal hier so eine Oldtimer-Bahn mit Eisenbahnloks, hier Dampfloks dran. Aber fährt auch nicht. Aber ist irgendwie süß. Da ist auf jeden Fall Fly. Der Operator und die Lampe blinkt grün. Es fährt gerade keine. Wir müssen gucken gehen. Da hinten ist ja auch noch so ein Airwolf-Dingenskirchen hier. Vergesse auch immer, wie das heißt. Es soll auch irgendwo ein Enterprise sein.
das ja nicht. Aber nicht dieses Riesending da. Da haben wir heute Morgen Das ist das nicht, nein. schon drüber gesprochen. Nee, das ist es nicht. Sie weiß es nicht, sie bejaht das, um es dann wieder zu verneinen. Wisst ihr, was ich meine? Das ist Daily Business. Das ist unfassbar. Ja, guck mich mit deine Banane. Mach die mal auf, ich schaff das nicht. Ich mach die mal auf. Ich hab's nicht hingekriegt. Oh, ein Dosenöffner. So, dann gucken wir mal. Da kommen Leute wieder raus. Man weiß es noch nicht. Wir haben auf jeden Fall den Eingang schon mal gefunden. Das ist nichts Gegenteiliges. Eieiei. Also das in 2 Wochen garantiert nicht. Das ist hier so eine Airwolf-Geschichte von Mondial. Das ist total verrückt, sowas in einem Park noch zu haben. Nein, das ist ein Double Sledgehammer. Ja, Muckrides, Wilde Maus, Large Parkanlage. Mal gucken, was das wird. Oder die stehen hier unterm Dach und lassen ein bisschen laufen. Das wäre durchaus richtig ulkig. Der ganze Weg, Leute, ne? Den lassen sie einen erstmal laufen, um dann zu sagen, wenn es regnet, fährt die Bahn nicht. Muckrides, was ist los? Stimmt das? Kann das nicht fahren oder ist das mal wieder Blödsinn? Alles andere fährt übrigens gerade hier, also außer die Sachen, die gar nicht fahren. Gut, schauen wir mal. Entschuldigung, diese blöden Menschen, die vorher hier entlang gekommen sind und nicht sagen, dass es geschlossen ist, weißt du? Ja. Die uns hier entgegenkommen. Ja, genau. Du wirst hier weggeschickt und sagst nicht irgendwelchen Leuten gerade da reinlaufen, dass es wegen Regen nicht fährt. Was ist mit dir? Aber guck mal, wie viel... Warum steht hier... Die haben so viel Personal, das verschwenderisch benutzt wird. Aber nö, das sagen wir den Leuten erst, wenn sie in der Station ankommen. Kommunikation. Der Arrow Suspended, wo du in dieser Schüssel hockst. Mit dem die Waldfee. Wir haben nach 23 Minuten Warten Vortex bestiegen. Was war das denn? Also mal ab davon, dass wir jetzt ein Peeling im Gesicht haben und komplett durchsiebt sind. Was? Ein Peeling. Peeling? Nee, Peeling heißt das. Nicht Peeling. Ein Oliver haben wir im Gesicht. Oh, wieder ein richtiger Insider. Ja, also wieso fährt das so schnell? So viel zu schnell. Und ihr kennt ja diese Suspended Coaster, die alten Aero-Dinger, wo du ja so drin sitzt. Die schwenken ja so wie von mir aus Dreamcatcher, Bobbejaanland. Die waren ja so, das ist ja wie bei so einer Himalaya-Bahn, wenn du sportest und gleich Ärger kriegst. Ich dachte, wir reißen jetzt ab und knatschen irgendwo voll hin. Das ging aber so schnell, aber immer mal einfach da oben. So, da es ja immer noch regnet, kann man ja immer noch nicht mit der wilden Maus fahren. Es wird auch niemand rausfinden, dass sie wieder fährt. Nee. Was für ein Quatsch. Und der App? Ja, der tollen App. Lass die App runter, haben sie gesagt. Ich bin immer noch bei Alpen Fury schockiert, wie weit weg die noch vom Eröffnen sind. Wir gehen jetzt rüber und fahren jetzt diesen Arrow Looping Coaster. Dragon Fury. Ja, Nee, Dragon Fire. Ja, aber die können Fire nicht schreiben. Nee. Führe? Schöne Farben von dem Zug hier. Bei Dragon Führe. Ja, Arrow Looper, der auch erstmal dämlich geradeaus fährt, wie man das vom Big Loop kennt. Schauen wir mal. Hier ist wieder ein Hinweisschild gewesen, ich habe es jetzt leider nicht drauf. Ohrringe ausziehen. So, gefahren. Ja, nicht schön, einfach nicht schön. Aber wir haben auch jetzt nicht viel gesehen, weil es nämlich so am Pullern ist. Ist aber nicht schlimm, weil der Brake Run, der ist nicht überdacht und man sitzt da einfach 5 Minuten, bis der andere Wagen, der andere Zug vorne abgefertigt ist. Glaubt ihr mir nicht? Guck hier.
Also ich werde jetzt nicht noch mal 5 Minuten jetzt hier im Regen stehen bleiben, um euch das in Zeit auch noch zu beweisen, aber so läuft das hier. Hier ist so ein bisschen Hinterhofromantik, kann man sich in Ruhe angucken, wenn man hier rumsteht. Weiß ich nicht. Aber grundsätzlich nicht falsch verstehen. Ist irgendwie schon ein schicker Park, aber der hat halt seine Stellen. Ich glaube, es wird schlimmer noch auf der Tour. Es wird noch viel, viel schlimmer. Junge, was ist mit dir? Warum spuckt der die ganze Zeit über die Reling mit seinem Monster an der Hand, ey? Hast du ja gesagt, mit seinem Monster an der Hand? Ja. Die hat auch ein Kindergerätencape gekauft. Ja, oder? Nee. Das ist wahrscheinlich zu klein, oder? Die Tochter von Andrew the Giant, Alter. So. Wir gehen jetzt Wir gehen jetzt SLC fahren, weil es ja immer noch regnet. Fährt die Maus nicht. Woody ist aus unerklärlichen Gründen zu. Dive Coaster ist aus unerklärlichen Gründen zu, aber da wird wenigstens was gemacht. Meine Haare sehen bestimmt aus wie Arsch. Was? Meine Haare sehen bestimmt aus wie Arsch. Du siehst richtig durchgenudelt aus. Richtig durchgenudelt. Übrigens hier ist so ein Ritterbereich, kann man das so nennen? Mittelalter-Area, wo das alles hier steht. Ist einen quadratischen Schirm von Mercedes-Benz, Digga. Wo kriegt man denn sowas her? Von Mercedes-Benz. Der ist eigentlich ganz schick hier. Ne? Das fehlt natürlich dann wieder in der B-Note. Ja, diese Pfützen hier. Aber ansonsten ist das hier ganz hübsch gemacht. Aber ganz ehrlich, ey, was für eine Show ich hier abfackeln würde, was hier wahrscheinlich nicht passiert, aber das ist ja gigantisch. Richtig schön, ey. Oh, was ist los? Naja, hier gibt es Squishmallows. Ihr kennt ja schon mein Squishy. Und hier gibt Weißt du, wie bekannt Squishy ist? Klar kennt man Squishy mal. Okay. Hier gibt es jetzt es ist glaube ich kein richtiges Turkey Leg, aber es ist wie so ein Stück Fleisch halt mit so einem Knochen. Und es gibt einen Paradiesapfel. Und es gibt noch viele andere. Wie wir zahlen? Ja, tatsächlich. Geil. $80 Festpreis. Das ist schön, ne? Ja. Vorne ist nichts. Vorne ist gar nichts. Ist ja auch Kannst auch hier noch so nach Schulter. das muss jetzt nicht sein. Aber die Idee, hier die Squishmallows zu machen zu jeder Attraktion, das ist nämlich hier so, die finde ich richtig gut. Das ist echt cool und die sind voll gelungen. Das ist natürlich jetzt wieder total lame. Ja, Also nicht total, aber das ist halt so ein Prop. Bauchfrei für dich. ja, dann spannt das nicht mehr so am Bauch. Das ist ein Punkt. Mac and Cheese Bowl und Oh Gott. Guck mal, wie dick der ist. Der kann gar nicht richtig sitzen. Ja, so wie du. Do you want to look at any more candy? oh. Absolut. Das Ding wird schon crazy. Also hier fährt es, glaube ich, überwiegend, weil es geht nur einmal hier rüber. Hä? Ah, nee. Hä? Ach so. Ey, der Coaster ist noch nicht ganz aufgebaut. Das ist doch kein Schienenschluss. Hä? Ich dachte, das wäre schon fertig. Hier ist noch eine Stütze. Also im Energylandia wird das nichts heißen, wenn jetzt noch eine Stütze hier rumliegt. Aber da liegen auch Schienen rum und da liegen ja noch mehr Schienen rum. Guck mal, wie viele Schienen da noch rumliegen. Ach so, deswegen geht es auch nicht zurück. Ach so, guck mal, das merke ich wenigstens. Ich bin blöd, aber... Ach so, ja, machen wir Baustellenrundgang, ne? Hier lang. Ja, da ist eindeutig. Weiß ich ja nicht. Warum ist das denn noch nicht fertig? Ach, jetzt sehe ich das auch erst, dass die ganzen Stützen dann noch... Aber guck mal, du hast eine Stütze, die ist nur angeschraubt, ne? Und steht einfach komplett frei und das hält schon. Und wir hatten das ja vorletztes Jahr mit diesem Stützenbruch. Da hätte noch eine Stütze brechen können und es wäre nichts passiert und man hätte normal weiterfahren können. Auf Dauer natürlich nicht gut fürs Material, aber das geht auch. Wir gehen jetzt nicht auf die Baustelle, ist matschig, ich habe weiße Schuhe an. Genau, deswegen. Ja. Aber man kann einfach drauflaufen, weißt du, ist alles so sicher, alles hat 200 Gurte, aber Baustelle, ja komm. Vielleicht findet sich ja jemand, der das Ding fertig aufbaut. Krass, wusste ich gar nicht. Okay, dann wird das in 2 Wochen wirklich nichts. Also man ist eigentlich hier dafür bekannt, dass die Sachen eigentlich immer zum Saisonstart laufen.
Hätte ich jetzt nicht gedacht, aber das Thema werden wir auch auf der Tour nochmal haben. Ich höre doch schon diesen Motor. Ich will das nicht. Hup, hup. Ja, das Ding hat sich wirklich zu gut verkauft und hält zu gut. Das ist das Problem, ey. Mann, ey. Ja, das ist immer, wie dumm Counten ist. Richtig. Richtig. Da habe ich aber auch schon mal ein Video zu gemacht. Trotzdem einen mehr. Gibt das hier voll die Völkerwanderung hin, ey. Was war das mal für eine Attraktion? Also bei so viel Q-Line, die es hier gibt, war sowas auch mal beliebt. Das war ein Trugschluss, dass Leute das gut finden. Es war anders, neu, besonders nicht gut. Please keep your heads back up once we make your way to the exit on the right. Thank you and enjoy. Das war jetzt richtig unnötig. Ich verstehe echt nicht diesen Zwiespalt bei der Operation, dieses Zweischneidige. Bei Leviathan rennen sie und bei dem Woody rennen sie und jetzt hier der Arrow Looper, der Vekoma SLC, stehst du da 3 Tage im Breakrun rum. Verstehe ich nicht. Verstehe ich nicht. Ja, das verstehe ich auch nicht. Also vor allem die Stelle, bevor diese Inline-Twist-Geschichte kommt, da ist irgendeiner mit dem Steiger gegengefahren. Da ist ja so eine Ecke drin. Boah, Vorsicht, das kacke. Striker ist immer noch down. Ja, das sieht nicht so offen aus. Sollen wir mal so 3 Meter in die Richtung noch gehen? Wir sind jetzt alle fahrbaren Achterbahnen gefahren. 2 sind den ganzen Tag ja schon geschlossen. Eine hat Hysterie. Oh, jetzt hätte ich Bock auf Spaghetti Bolognese. Ey, yo. Boah. Ey, vor allem bei so einem Wetter jetzt so einen richtig heißen geil, Teller. ja. Und dann mümmelst du dich da ein. Mit Ibi Spaghetti mümmelst du dich dann ein. Ja, ich mümmel in die Spaghetti ein. Das ist eine Meme Nein. vom Bauch. Hast du Hunger mitgebracht? Ich hoffe, das ist dein Lieblingsgericht, Spaghetti Bolognese, und ich bin dein Teller. Ja. Fährt der rückwärts, oder was? Hast du es gehört? Nee. Der hat guck mal. Das ist hier ist noch ein Zierer Wellenflieger im Barockstil. Barockstil. Qualitätsprodukt. So, das Traurige ist ja, wir sind jetzt quasi durch. Videorunde macht halt nicht viel Sinn, weil es die ganze Zeit regnet und kacke aussieht. Aber wir wollen auch noch mal wiederkommen. Und das machen wir auf jeden Fall auch, weil wir das zeitmanagementmäßig ist das sinnvoll. An dem Tag, den wir da noch zur Verfügung haben, auf jeden Fall hier in der Ecke was zu machen. Das ist jetzt schwer zu erkennen, ob die da noch dran rumfummeln oder nicht, aber fahren tut das Ding auf jeden Fall nicht. Und das sehe ich heute auch nicht mehr, wenn sie da am Antrieb gearbeitet haben heute. Die haben auch eigentlich an diesem Wochenende den Wasserpark eröffnen wollen, haben den wetterbedingt aber nicht eröffnet. Also ich weiß auch nicht, ob die jetzt, keine Ahnung, viel härteren Winter hatten als erwartet, deswegen Alpenfury noch nicht so weit ist, wie es wäre. Oder. Steckst du nie drin, gehört zur Natur dazu. Wir haben, finde ich, sehr euphorisch hier in den Tag gestartet im Park. Dann hat es rapide abgenommen. Aber ja gut, wir kommen nochmal wieder und wenn nicht, dann nicht, dann ist er dann raus, dann machst du gar nichts dran. Aber so an sich kannst du auch zu den Wartezeiten kannst du nicht meckern, war alles absolut im Rahmen. Und ich meine, von 17 Achterbahnen jetzt bis Reihe oder was zuzuhaben, ist auch okay. Also Ja. ist jetzt eigentlich eine gute Bilanz, glaube ich. Hier laufen so 2 Honks aus Deutschland in Kanada rum und beschweren sich quasi, also beschweren sich in Anführungsstrichen, dass sie nur 14 Achterbahnen oder 13 gefahren sind. Da ist noch jemand, ne? Im gelben Anzug, oder? Ja, das habe ich mich ja eben schon gefragt. Oder Ist das ich ein habe gelber keine Brille Regenanzug? an. Ich denke, das ist so ein Regencape. Warte, wie viele sind wir jetzt gefahren? Wenn wir jetzt 3 von 17 nicht haben, sind wir 14 gefahren. Wir sind 14 Achterbahnen gefahren, also why not? Wir haben immer noch nicht rausgefunden, was der Slingshot kostet. Vielleicht ist ja auch Nix. nicht abcharged. Guck mal, wie voll es da ist. Das geht, wenn der nicht abcharged wäre, wäre der noch voller. Das geht ja nicht.
Das müssen wir jetzt noch in Erfahrung bringen. Und wir müssen noch gucken, wie das jetzt hier mit dem Season Cup ist. Wir haben ihn gerade gefragt bei zwei Girls, die verkaufen. Die wissen das nicht, ob der wie früher auch in allen Parks gilt, weil die ja jetzt... Also sie hat das auch sehr ungünstig formuliert. Wir gehören jetzt zu Six Flags. Nee, ihr und Six Flags seid jetzt eins. Weiß ich, Six Flags hört das bestimmt gerne, aber das ist A, nicht richtig und B, spricht das nicht mit Qualität. Nee, das ist doch keiner, oder? Nee, also wenn, ist ja ziemlich gut im Stillstehen. Passt zu der Bahn, Ja, aber... die haben da eine Puppe hingestellt, damit die Leute Wie bei denken- Flight Deck oben, hast du gesehen, die Schaufensterpuppe in dem Tower? Nee, ich bin mit Augen zugefahren. Den hat man auch bei der Fahrt nicht Ach so. gesehen, sondern vorher. Ich dachte gar nicht. Gut, hier wird geslingshottet, der Berg da. Ja, dieser Vortex-Haufen, Alter, das ist ja immer noch Das geisteskrank. war G-Ski-Turn. So, wir gucken mal, was das kostet hier. Ja. Was meinst du? So, nee, hier kauft man nur das Video. 1999. Das ist ja nur das Das Video. Ja. Alter, ich liebe ja die Quaxis von Haribo, ne? Die haben hier Giant Frogs, aber es ist nicht Haribo und die Form ist, Alter, die Form, das ist schon riesig groß, das Ding, und die Form ist trotzdem so ausgefranst. Ja. Wir haben gerade gefragt, man muss dann hier, also hinten ist das Slingshot, hier vorne ist eine Booth und in der kann man Fastlanes kaufen, aber auch Slingshot-Tickets und auf Nachfrage erfährt man dann auch den Preis. Pro Person $25, das ist super fair. Plus Tax, die kommen natürlich drauf. Muss man dran denken, Tax kommt überall drauf. Kanadischer Dollar ist 62 Euro Cent oder irgendwie sowas. 64. 64, normal schon. Ja, Tages 8 Euro. Das ist schon schade, ne? Ja, das ist echt schade. Die sind auch keine Fast. Ja, wir kommen ja wieder. Jung, Manfred macht das Ding fertig. In 2 Wochen stehen wir hier. Willst du mal da einen Blick reinwerfen? Nee, ich möchte in die Lodge Lazy keinen Blick. Bear River Lodge. Die Lazy Bear River Lodge hat auch Merchandise. Ich möchte da nicht reingucken. Ich weiß, ich muss da einziehen oder so. Ich habe da Da gehen wir mal gut. Bedürfnisse dann. Also wie dieses Zeug hier an und um den Berg da gebaut wird, ne? Ich weiß nicht, das ist ja schon ein bisschen abenteuerlich bis wack. Weil die Stütze jetzt also einmal durchgeknallt und sonst ja immer was dazu gebastelt. Also es ist nicht so überdacht, glaube ich, mit dem. Das sieht ja auch geil aus. Ja, es ist ein SB-Restaurant, aber die haben ja auch nochmal eine Bar mit ein paar Tabs, aber draußen eine Terrasse, die ziemlich sexy ist, mit Blick auf Bahnen und so. Das ist halt so eine gemütliche Terrasse, das kann sehr viel, also mit Ausblick. Unsere ist gemütlich, aber kein Ausblick. Also ich finde halt vor allem den, das ist einfach mal, ist ja ganz anders mal. Ja, stimmt. Und hier sieht man, aber hier sieht man den Unterschied. Das, Leute, hier, ne, das sind die 4, wie ihr sie kennt, das Silverstar, und das ist das eben 2 erste Reihen, was ich erzählt habe. Das ist so in der zweiten Sitz. Richtig geil. Die Bahn ist am Start als Merchandise. Das dauert noch ein bisschen. Guck mal, übrigens, das ist S in Kanada. Irgendwie so ein ganz normaler Schritt. Gut, die Tasse. So Leute, schnelles Abschiedsfoto. Wo rennst du hin? Exit. Ja, warum nehmen wir nicht den Exit, wo unser Auto steht? Warum nehmen wir den gegenüberliegenden? So Leute, das war's im Canada's Wonderland. Natürlich war es das noch nicht mit dem Video. Und wir gehen jetzt aus dem Park raus. Der Park hat noch so 3,5 Stunden auf, aber alles... Okay, warte. Oh. Ja gut, man könnte die Schiene auch mit Sand füllen, dann wäre es nicht so laut. Aber alle Fahrbahnen, Achterbahnen sind wir gefahren. Wir könnten jetzt noch Rewrites machen bei dem Wetter. 115 km/h, weiß ich nicht, ob ich da mein Gesicht in den Regen halten muss. Und wir kommen noch mal wieder und vielleicht haben wir ja dann auch ein paar Bahnen offen, die für uns jetzt noch offen sind, die 3, die fehlen. Wir waren jetzt noch im Guest Service, haben noch mal gefragt wegen dem Season Cup. Die Antwort war jetzt auch eher nicht fundiert und negativ. Frage auch schon nicht richtig verstanden. Ja, aber man konnte auch nichts verstehen, weil die Riot Kids da drin die ganzen Gastservice auseinandergenommen haben und es sagt keiner was. Also das Anti-Autoritäre hier, das ist nicht gut. Wir stehen da beim Schulbus, genau.
der auch immer noch da steht. Die waren nicht hier. Die Schulbusse werden, glaube ich, hier einfach nur geparkt, wenn sie nicht gebraucht werden. Es ist ja auch Sonntag, warum sollte man jetzt so einen Ausflug machen? Und wir schmeißen unsere Schwellkörper jetzt erstmal ins Auto. Wissen noch nicht, ob wir uns jetzt entkleiden oder das anlassen und versuchen zu trocknen. Jo, wir sind gerade an Stony Creek vorbeigefahren und das ist ganz witzig, weil gerade eben bei dem Interactive Coaster von Art Engineering gab es dieses Trivia-Quiz und Stony Creek ist der Ort, wo die Schienen gefertigt wurden für die Bahn. Ich weiß nicht, ob wir das gesagt hatten, aber dann jetzt auf jeden Fall nochmal nachgelegt. Die wurden also hier gefertigt, die Schienen. Es ist ja auch nur rausfahren, Lift, ein Panoramakurve oder drin, diese Dark-Gedöns, aber ja, gar nicht so weit weg vom Park sogar. Bin ich fasziniert, dass hier ein Schienenbieger ist, der das kann, so mehr oder weniger. Wir hatten gerade eine Lincoln Stretch-Nummer auf der Bahn. Die hat auch 3 Türen auf der einen Seite, die waren aber alle krumm und schief und das sah auch nicht gut aus. Wir sind jetzt 1,6 Kilometer vor der Bridge, also theoretisch auch vor der Grenze zwischen Kanada und den USA und da fahren wir jetzt hoffentlich gleich rüber. Ich kann mir das null vorstellen, wie das läuft, wie das funktioniert. Wir werden berichten, wir werden natürlich da nichts zeigen, logischerweise. Krass! Also ich weiß nicht, ob die das sind, Das aber sind die, ich denke glaub schon, oder? Ja, das Aussichtsplatz. Mitten in der Stadt? Das ist ja witzig. Oh cool, wir müssen nicht dahin, aber wir haben die trotzdem gesehen. Wir haben die gesehen, Das ist cool. voll geil. Hä, als ob. Ich dachte, das wäre sind viel die. toller. Ich dachte, das wäre auch größer. Das ist ja gar nichts. Das ist ja gar nicht toll. Welcome to the United States of America. So, wir sind eingereist. Das ist erstmal so mehrere Fenster, mehrere Schranken, wie eine Mautstation mit so LEDs drüber, die offen sind. Abstand. US-Amerikaner können scheinbar einfach irgendwie ihre ID scannen und dann können sie, oder vielleicht auch für Grenzpendler oder so, irgendwas kann man das scannen, wir nicht. Ja, wir haben uns Pässe abgegeben, hat uns kurz ein bisschen was gefragt, was wir machen und wie lange und so. Ganz normal, also entspannt. Was wichtig ist, dass man von Kanada keine Lebensmittel mit rüberbringen darf, soll, whatever. Also keine frischen und so irgendwelche zubereiteten Sachen, das geht, glaube ich, klar, aber ich würde es jetzt auch nicht übertreiben. Und dann, ach ja, ich dachte gerade die Preise für den Sprit, aber nee, müssen wir auch nochmal drüber reden, damit man das... Voll geil, wo du reinfährst, wo die Schranke ist, wo der Dude sitzt, das ist so schräg asphaltiert, dass die Autos so schräg stehen, dass der besser reingucken kann und also nicht nur den Fahrer sieht, sondern alle im Auto besser sieht. Und das ist voll verrückt. Bei uns war da jetzt gesagt, so, alles klar, eure Pässe könnt ihr dann nebenan hier im Gebäude abholen, dann kriegt ihr doch Stempel da rein. Dann hat er die Pässe in eine Rohrpost gepackt und die Pässe weggeschickt. Und ist dann noch ein Stück mitgegangen und hat gesagt, ey, ihr könnt irgendwo hier am Schwarzen Zaun parken. In das Gebäude mit den Steinen drauf, da geht ihr rein. Zweiter Flur, zweite Etage und da dann kommst du rein. Da saßen schon einige Leute, die gewartet haben. Bei vielen passte es klischeemäßig vielleicht, die rauszuziehen und nochmal separat zu befragen. Ich weiß aber auch nicht, ob alle nicht US-Amerikaner vielleicht dann da, was weiß ich.
Auf jeden Fall haben die da gesessen, aber auch wir haben uns gerade hingesetzt, wurden direkt aufgerufen, waren dran. Also da waren viel mehr Leute vor uns auf jeden Fall. Ja. Und dann wurden wir noch mal ein paar Fragen gestellt, ne, wie lange wir bleiben, von wo wir fliegen, was wir machen. Pässe gescannt, dann Esther haben wir ja vorgemacht, da brauchst du auch dieses, wie heißt es nochmal? I-94. Das ist quasi machen das, wenn du mit dem Flugzeug einreist, ist das über die Airline irgendwie schon alles reingetippt, aber jetzt muss was für $6 selber machen, was weiß ich. Das braucht man nur, soweit ich das verstanden habe, wenn man über den Landweg oder also mit dem Schiff einreist, dann braucht man das. Ansonsten braucht man das nicht. So habe ich das verstanden. Ob das stimmt, weiß ich nicht. Ja. Ja, wir haben es auf jeden Fall noch nie gemacht. Nee. Witzig ist auch, dass manche Fragen kurz Zeit später ein zweites Mal gestellt werden, ob du die gleiche Antwort noch gibst, ob die genauso schnell kommt, die Antwort. Es ist Routine bei denen auch. Ich weiß auch gar nicht, ob sie einem überhaupt zuhören und deswegen das immer wieder fragen. Ja, da haben wir Stempel bekommen wieder. Die gibt es ja auch nicht mehr so oft und eigentlich in den USA an den Flughäfen ja auch gar nicht mehr. Dann ist mal wieder ein Stempelchen im Pass. Und jetzt sind wir in irgendeinem Vorort oder in dem Hinterhof der Niagara-Fälle. Also jetzt gerade wird es ein bisschen besser, aber ich habe gerade, wir wären irgendwie schon in Detroit auf der 8 Mile. Es ist teilweise sehr gruselig hier, das ist ganz schick, aber teilweise auch richtig abgerockt und kaputt hier. Und wir befinden uns jetzt im Großraum Buffalo und unser nächstes Motel befindet sich auch in Buffalo, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe. Und da brauchen wir jetzt noch 26 Minuten hin. Genau, und dann vielleicht, weil ich es gerade erwähnt habe, sonst vergessen wir es wieder. In Kanada ist das metrische System angekommen. Die sind etwas weiter als manch andere Länder dieser Welt. Sind nicht viele, wo das nämlich nicht so ist. Da ist alles in km/h und scheinbar waren dann die Spritpreise auch in Liter und in kanadischen Dollar. Jetzt sind die Angaben alle wieder Meilen. Auto haben wir gerade umgestellt, damit wir dann auch im Tacho die Meilen haben. Ja, ihr kennt das Spielchen aus alten Videos, wo ich noch Post-its im Tacho geklebt habe beim Caddy. Der Rappi, der kann ja umgestellt werden. Außerdem gibt es jetzt nicht nur Meilen, sondern der Sprit ist nicht nur in US-Dollar angegeben, logischerweise, sondern auch in Barrel. Nicht in Barrel, in Gallon. In Barrel wird das eingekauft, das Rohöl. Das wär billig. Genau, in Gallon. Ich glaube, eine Gallone sind irgendwann um die knapp 3 Liter, gut 3 Liter, irgendwie sowas. Ich vergesse es immer wieder. Also, wenn ihr den Preis seht, nicht tief umfallen. Das stimmt, das ist jetzt weg. Meine Durchschnittsverbrauchanzeige ist jetzt weg. Ja. Das I-94 übrigens, dieses, was wir da haben mussten, das ist so eine Art kleines Formular, wo nochmal zusätzlich gefragt wird, wie deine Adresse in den USA ist und wie du heißt, deine Passnummer. Also eigentlich nichts, was noch nicht im ESTA abgegolten ist. Aber ja, und man kann das maximal 7 Tage vor Einreise vorher online machen und zahlt $6 pro Person. Das haben wir jetzt schon gemacht und das sieht dann der oder die Beamte am Schalter und kann dann halt, wenn die den Pass scannen, sehen, dass wir das schon gemacht haben. Ansonsten gibt es aber auch ohne Probleme und ohne, was ist das denn hier, ohne Nachteile die Möglichkeit, das erst bei dem Beamten zu machen oder bei der Beamten, die halt jetzt da am Schalter wartet und dann die $6 pro Person dazu entledigen. Das ist total egal und ja, das heißt einfach nur nochmal. Ja, entrichten heißt das, aber ich entledige mich der $6. Ist das nicht was anderes? Ja. Dass ihr das auch mal gehört habt. Hier sind aber schöne grüne Wiesen. Das sind Windows-Wiesen. Aber hier riecht es wieder wie ein Motel. Ja, hier riecht es total nach Ganja riecht es ja auch irgendwie. Ich finde immer, das riecht wie Gras, aber du sagst, das riecht wie Motel. Der Motelgeruch ist eine Mischung aus Stinkefüßen, Cannabis und Curry. So riecht ein amerikanisches Motel. So kann man sich das, glaube ich, ganz gut vorstellen. Wenn schon mal einer da war, vielleicht kann das ja jemand in den Kommentaren bestätigen oder besser umschreiben. Man weiß es ja nicht. Die TravelSim macht auch gerade schon wieder Faxen. Ja, die sagt jetzt Hallo in den USA. Ja, das auch noch. Wir haben eSIM für diesen Trip wieder. Bedeutet, dass wir keine SIM-Karten tauschen müssen, fummelig am Flughafen, da mit dem Pinchen.
haben wir auch alles schon durch, sondern wir haben einfach eine eSIM und wir haben eine eSIM für Kanada und USA zusammen. Das auch noch. Jetzt sieht es langsam American hier aus mit den hier Sonago und weiß ich nicht was. 7-Eleven. Ambulance. Und es regnet schon wieder. Juhu! Oder immer noch. Nee, es regnet wieder. Es hat Speedway. zwischendurch mal aufgehört. Speedway, ja, ganz nicht. Ja, aber wir wussten nicht mehr, ob es Speedway oder Racetrack Aber es war. gibt auch Racetrack, das ist okay, ja das weiß Problem. Ich jetzt noch nicht. Da muss irgendeiner Aber noch 2 Slices and 20 Unzen Pepsi für, weiß ich jetzt leider nicht wie viel, aber da war auf jeden Fall ein Angebot. 2 Slices of what, weiß ich auch nicht, aber ja. Ach ja, und der US-Dollar matcht, glaube ich, ganz gut mit dem Euro 1:1. Da ist jetzt keine große Umrechnung Hast mehr. du seit wann nicht mehr geguckt? 5 Jahren. So Leute, wir sind am Hotel angekommen, das Hampton Inn bei Hilton, und stilecht kann man hier erstmal unter dem Dach stehen, wenn man eincheckt. Geil! Wir haben jetzt eingecheckt, mega sweet, uns war lieb und das habe ich gerade zweimal wieder gesagt. Wir wollen jetzt noch eben schnell was einkaufen fahren. Leute, natürlich geht es jetzt in Walmart Supercenter, wo ich ein bisschen Blödsinn kaufen. Kennt ihr ja aus den anderen USA-Vlogs. Alter, ist das ein Sack, ey. Auch das hat wieder seine Gründe, warum das witzig ist. Genau. So. Wir kaufen jetzt keine komischen aber guck mal. Was ist das denn? Nee. Meinst? Not a low-calorie food. 3 Stück haben 110 Kalorien. Ach du Scheiße. Jo. Aber Zero Sugar so groß draufschreiben. Ja, Snack Size. Ich hoffe, dass das Logo jetzt nicht durch dieses Logo ersetzt wird. Ich möchte das nicht. Und es ist jetzt hier, weil seit 1948... So, übrigens, ne, hier einmal, wie ihr abgezogen werdet in Deutschland für rote Becher, für rote Plastikbecher. Also wenn man die auch heute mal kriegt, aber ne, hier, das Land, wo sie herkommen, mega geil. Nehmen wir jetzt Türkis? Wo sind wir schon wieder? Okay. Was ist das denn für ein Hybrid? Für die Leute, die sich nicht entscheiden können. Wir sind ja im Walmart und wir sind natürlich bei unseren Kühlboxen und wir können natürlich nicht mal unter 48 Dosen gehen. Ihr wisst warum. $25 ist, glaube ich, nicht hochgegangen. Ich glaube, das war letztes Mal auch schon. Aber ich weiß nicht genau. Ihr wisst das bestimmt. Ihr wisst zum Beispiel auch, dass es 76 Dosen waren. Stimmt. Aber ja, steht da auch. Nicht dumm. weiß ich, So, wenn ihr jemanden verscharren möchtest. Ja, wir können auch mal dunkelblau nehmen, Schatz. Die hatten wir noch gar nicht. Warum ist die denn so teuer? Warum ist die denn so teuer? Das ist hier zum Ziehen, das ist ja noch viel witziger. Das ist, glaube ich, einfach nur, das wäre ja Coleman, was da für den Preis steht. Das ist ja auch nicht die hier. Ja, aber was ist mit der falsch? Ja, weiß ich nicht, das ist ein Hybrid. Einfach. Also by the way, die haben wir zu Hause sogar noch im Einsatz. Weil, also ein bisschen anders, weil die auch zurückgepasst hat. Das kriegen wir nicht zurück. Das finde ich jetzt, also der Preisunterschied, den finde ich zu gering. Stimmt, ne? Oder auch zu dem auch. Deswegen. Krass, wir nehmen die. Ja, 76 Dosen. Oh, Ist auch schöner. Oh, die ist aber eine Delle, guck mal. Nee. ja, genau. Nach 2 Wochen kommt die weg. Das wäre voll dramatisch. Nee, aber weiß ich nicht. Nicht, dass die nachher defekt ist da unten. Meinst du, ich schon noch Rabatt? Ist denn noch eine Mütze? Ist das nicht cool? Was nehmen die sich für so einen Schaumstoff? 8 irgendwas, $9 dann. Oh. Oder? Steht da nicht. Ich habe gerade eine andere Tüte. Die hat mir so einen Zip. Das halt, so ein Zip ist auch so total doof. Guck die so an, gehe und beim Gehen lass die Tüte auf einmal auf. Schön. Ja.
Ich habe gekauft Coca-Cola Zero Dosen. Dann haben wir gekauft. Wow. Nein, wir haben einiges an Getränken gekauft. Wir haben so eine Tüte von so Knabberbrezeln gekauft und dann hat der Bro sich noch 2 Hosen gekauft, Dickies Hosen. Und die Uschi hat sich auch 2 Hosen gekauft, aber nicht von Dickies. Und eine Badehose, eine neue. Albanienhose. Eine Albanienhose und das war's. Ah ne, ein T-Shirt hat der Bro sich noch gekauft, das ist cool. Das werdet ihr irgendwann in den Videos sehen. Es ist amerikanisch. Es ist amerikanisch. Es ist nicht so amerikanisch wie die Flagge, die da weht. Oh, oder wie viele, viele witzige T-Shirts, die ich gerade hier gesehen habe. Eieieiei. Aber es ist alles. Und wir haben natürlich die Kühlbox gekauft. Genau. Und ich glaube, das war's, oder? Und ja, und der Bro hat noch ein Hähnchen gekauft. Ist das eigentlich ein halbes? Nein, das ist natürlich ein ganzes. Ach so. Wie kommt man jetzt hier wieder raus? Man weiß es nicht. Suche man nicht. Keine Ahnung. Der Himmel klart auf jeden Fall auf. Ich sag das nicht. Jetzt sind wir ja gleich im Hotel. Ja, 2 Minuten oder was fahren wir jetzt noch eben zum Hotelchen. Und ist auch hier ein Drive-Bankautomat. Ja. Damit du bloß nicht aussteigen musst. So Leute, wir sind dann jetzt wieder 3 Meter rüber gefahren und das habt ihr gerade von außen gesehen und jetzt sind wir in unserem Zimmer. Ich mache es ein bisschen spannender, weil euch auch im Weg steht. Wir fangen mit dem Bad an, was ziemlich flackerig wahrscheinlich gerade ist und barrierefrei die Dusche. Da kann man schon sehen, wie so ein Klo funktioniert. Es ist theoretisch auch ein Durchgangszimmer, wenn man das so bucht, aber wir haben jetzt niemand mit dabei. Und here we go! Das ist doch mal ein bisschen Platz. Das ist ein King-Size-Bett diesmal, das heißt, wir haben auch noch eine Bettdecke. Juhu. Dafür eine ziemlich geile Couch mit dem geilen Tisch, das ist sehr praktisch. Auch hier Schreibtisch und der Stuhl da dran war richtig cool. Dann übliche Mikrowellengeschichte. Hier müsste der Schrank sein, logischerweise der Schrank für das Geschirr. Das ist hier der Kühlschrank. Hier ist der Kühlschrank. Ein großer Fernseher, der einfach mal irgendwie auch auf so einem Sockel nur steht. Krass ist bei dem Tisch hier. Hier ist Stromversorgung, falls du hier irgendwie Zeug hast, wie Kameras, die geladen werden jetzt die Nacht. Aber auch der Nachttisch hat hier nochmal komplett 2x USB-C, 2 USB-A, normale Steckdose und auch noch eine Vergrößerung, wenn du noch mehr Platz brauchst. Richtig stark. Schönes Zimmer. Oh, oh. Wir haben eigentlich ein Zimmer mit 2 Queen-Size-Betten gebucht. Ja. Das habe ich ja gestern auch noch gesagt. Ja. Jetzt haben wir aber ein Bett und eine Couch. Also Ja. entweder wir ändern, ich sag Bescheid, wir ändern es oder wir lassen es so. Lass es so. Sonst hat man halt keine Couch dann. Gut, okay. Ja, es ist mir egal. Hier kann man auch noch dann seine Akrobatikkunststücke dann üben und präsentieren. Ist auch wieder am Heizen. Was ist denn mit euch? Das ist aber okay. Und hier ist das Vordach, wo wir eben drunter standen. Nicht so schön, der Ausblick, aber Oh. Nee. passt. Stellst mal die Temperatur bitte ein. Du weißt ja, wie das immer bei den Klimageräten geht. Genau, dann macht man das hier auf. Oh. This unit is controlled by a wall-mounted thermostat. Da. Ja, wie geil ist das denn bitte, dass es da drunter ist? So Leute, wir sitzen jetzt hier und ziehen Karten leer, machen die Handys leer. Alle Speichermedien werden natürlich auch, oder alle Videos werden gebackupt. Und, genau, das machen wir jetzt. Dann schnabulieren wir noch was und dann dann geht es ins Bettchen. Wir haben jetzt auch schon 9:30 und da dauert jetzt noch ein bisschen, was wir jetzt hier veranstalten. Und damit sind wir jetzt durch mit dem ersten Tourvlog von der Amerika-Tour 2025. Wir haben keinen anständigen Namen dafür gefunden, weil alles auch so ein bisschen unklar war. Kann American, sollte es irgendwie erst werden oder so, aber ja, es wird wahrscheinlich nicht so viel Kanada-Content kommen, weil die nur am Wochenende jetzt aktuell noch aufhaben in der Jahreszeit und nicht unter der Woche, deswegen sind wir jetzt auch schon direkt hier rüber gefahren. Aber das seht ihr morgen, wo es morgen hingeht. Es wird 6-flaggig auf jeden Fall. Aber das erstmal bis dahin. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und bis morgen.